Geely bringt einen rein elektrisch angetriebenen Mittelklasse-Pickup, der auf der SEA-Plattform aufbaut. Der RD6 ist aber nur der Start zu einer neuen Marke. Alles, was man aktuell zum Radar RD6 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Für Pickups interessierte sich in China bisher kaum jemand. So stark die Fahrzeuge mit der offenen Ladefläche auch die Zulassungsstatistiken in vielen anderen asiatischen Ländern dominierten, in China gab es bisher kaum einen Markt. Jetzt stellte die Geely Holding Group mit der Tochtermarke Radar seinen RD6 Pickup erstmals der Öffentlichkeit vor. Der ist nicht nur ein selbstbewusster Pickup mit entsprechend dimensionierter 5-Personen-Doppelkabine, sondern wird auch rein elektrisch angetrieben. Radar soll mit seinen Fahrzeugen mittelfristig nicht nur das Nutzfahrzeuggeschäft beflügeln, sondern insbesondere Freizeit- und Offroad-Modelle bieten, wenn es in die Natur geht. Radar darf sich bei Plattformtechnologien und Antrieben im prall gefüllten Regal des Geely-Konzerns bedienen. Geplant sind insbesondere Lifestyle-Allradler, Pickups, SUV, ATV und eben leichte Nutzfahrzeuge. Radar Auto handelt dabei als unabhängige Marke mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Hangzhou und einer Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge in Zibo, Shandong. Die Geely Holding hat Dr. Ling-Shi Quan zum CEO der neuen Lifestyle-Marke ernannt. Für das Design ist nicht zuletzt der langjährige Volvo-Designer Peter Herbury verantwortlich, der das lokale Kreativteam aus seinem Geely Design Studio in Großbritannien unterstützte. Der Radar, der im Format eines Ford Ranger oder eines Toyota Hilux antritt, setzt auf eine selbsttragende Karosserie mit viertüriger Kabine. Entsprechend kurz fällt das Ladebett aus, das mit Anschlussstellen für externe Verbräucher aufwartet. Dafür soll der RD6 mit einem großen Frunk punkten. Damit dürfte der Geely Radar mehr Lifestyle-Mobil als hartgesottener Baustellenbegleiter sein. Der Radar RD6 hat die englischen und chinesischen Markennamen auf der Tür, der RD6 hat außerdem noch Oldschool-Türgriffe anstelle von modernen Pop-Out-Griffen. Der Ladeanschluss befindet sich seitlich direkt über dem Hinterrad, darauf ist nochmals das Markenlogo zu sehen. So wie es aussieht, hat das Interieur eine moderne und zweckmäßige Anmutung, so wie die meisten modernen Pickups. Es hat einen großen Infotainment-Bildschirm in der Mitte und eine Instrumentenanzeige für den Fahrer. Im Gegensatz zum Minimalismus verfügt der RD6 noch über traditionelle Knöpfe auf dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole. Die Mittelkonsole an sich beherbergt zudem ein Drehrad zum Einstellen der 3 Fahrmodi: Eco, Komfort und Sport, sowie die Taste für die Traktionskontrolle und die Bergabfahrhilfe. In der Mitte befindet sich ein großer Schalthebel, der vermuten lässt, dass der Radar RD6 trotz der modernen elektrischen Antriebsstränge ein ziemlich unkomplizierter und alltagstauglicher Pickup sein wird. Der Radar RD6 ist ein mittelgroßer Pickup mit Doppelkabine. Er ist 5,26 Meter lang, 1,9 Meter breit und 1,83 Meter hoch. Der Radstand beziffert sich auf 3,12 Meter. Die Größe der Ladefläche wird mit 1,52 Meter x 1,45 x 0,54 Meter angegeben. Der elektrische RD6 basiert auf der Sustainable Experience Architecture des Geely-Konzerns, wodurch der Offroad-Radar nicht nur mit den neuesten Fahrassistenzsystemen und Komfortfunktionen, sondern wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb verfügbar ist. Auf der gleichen Plattform ist unter anderem übrigens der neue Smart No.1 oder der Zeekr 001 unterwegs. Die variable Plattform des Radar RD6 ermöglicht mit seinem Radstand nicht nur im Innenraum großzügige Platzverhältnisse, sondern neben der offenen Ladefläche auch einen sogenannten Frunk, einen Kofferraum unter der Motorhaube. Mit seinem 100 Kilowattstunden Akkupaket in der größten Variante dürfte die elektrische Reichweite realistisch bei mehr als 500 Kilometern liegen. Von 0 auf 100 km/h braucht der Pickup ziemlich genau 6 Sekunden. Das Leistungsspektrum des Radar RD6 reicht von 200 kW oder 272 PS bis 350 kW oder 476 PS. Nachgeladen wird an der Schnellladesäule mit bis zu 120 kW. Apropos Laden, der Radar RD6 ist mit einem 6 kW Entladepanel ausgestattet, das über 6 Modi verfügt. Statische Entladung, mobile Stromversorgung, Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Laden, 220 Volt 10 Ampere und 220 Volt 16 Ampere. Das ist mehr als genug, um einen Ventilator, einen kleinen Kühlschrank, eine Heizung, ein Radio oder einen Fernseher mit Strom zu versorgen.
Zusammenfassend, für all die Dinge, die man während einer rauen Nacht beim Camping in der Natur braucht, ist stromtechnisch vorgesorgt. Wie beim Honda Jazz lassen sich die Sitzflächen der Rücksitze für den Transport größerer Gegenstände nach oben klappen. Preise sind leider noch nicht veröffentlicht worden, so schätze ich aber den Basispreis in China auf ca. 35.000 bis 40.000 Euro. Sollte der RD6 eventuell auch in Europa oder in Deutschland launchen, dürfte der Preis aber noch weit darüber liegen. Wie würde euch so ein elektrischer und möglicherweise bezahlbarer Pickup gefallen? Wärt ihr für einen Launch auch in Deutschland? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!